Und wir setzen unsere Serie fort zur Motor- und Getriebeüberholung einer MZ TS 250-0. Vor dem Zusammenbau fallen noch einige Arbeiten an, die wir hier beschreiben wollen. Wir haben nach der Zerlegung von Motor und Getriebe alle Teile sorgfältig auf Verschleiß und Beschädigungen untersucht, die Kurbelwelle überholen lassen und alle Ersatzteile für das Getriebe sowie alle notwendigen Dichtungen zwischenzeitlich beschafft. Die Gesamtkosten für alle beschafften Ersatzteile belaufen sich auf knapp 1.000 €. Man beachte, dass hier keine Kupplungsüberholung notwendig war und auch Kolben und Zylinder nicht erneuert werden mussten. Für eine Komplettüberholung einer MZ TS 250 von Motor und Getriebe können demnach bis zu 1.500 € allein an Teilen zusammenkommen, ohne dass man die Sonderwerkzeuge mit einbezieht. Ich musste mir hier viele dieser Werkzeuge für die MZ-Reparatur erstmal selbst neu beschaffen. Siehe dazu auch das zweite Video dieser Reihe über die Vorbereitung der Motor- und Getriebeüberholung. Je nachdem, wie gut die eigene Werkstatt schon vorher ausgerüstet ist, wird man hier noch einmal zwischen 400 und 1.300 € einkalkulieren müssen. Bevor wir uns jetzt aber daran machen, Motor und Getriebe mit all den schönen Neuteilen wieder zusammenzubauen, haben wir noch einige Vorbereitungen zu treffen, damit das auch alles klappt. Erstens Reinigen der Gehäusehälften. Natürlich reinigen wir zunächst einmal die Gehäusehälften gründlich von innen und außen. Ich mache das hier mit Bremsenreiniger und einem Pinsel. Bremsenreiniger sollte man nur bei ausreichender Frischluftzufuhr verwenden und dabei Einmalhandschuhe tragen. Ein Arzt hat mir dazu einmal erklärt, dass dieses starke Entfettungsmittel über unsere Hautzellen in den Körper eindringt. Arbeiten wir mit Bremsenreiniger ohne Handschuhe, wird unsere Leber dadurch so stark geschädigt, als hätten wir uns an dem Abend vorher ins Koma gesoffen. Da die Leber nicht schmerzt, merken wir nichts davon, aber an unseren Blutwerten ist das noch ein paar Tage lang abzulesen. Zweitens Lagersitze, Sprengringnuten und Dichtflächen prüfen und bei Bedarf leicht beiarbeiten. Bei den Reinigungsarbeiten schauen wir uns die Lagersitzflächen und die Dichtflächen der Gehäuseteile ganz genau an. Wenn es hier Macken oder Kratzer beizuarbeiten, zu entgraten oder zu glätten gibt, dann sollten wir das jetzt machen und den Abrieb anschließend noch sorgfältig mit abspülen. Die Nuten der Sprengringe am Rand der Lagersitze sollten dagegen ohne hineinragende Grate scharfkantig bleiben und ringsum bis zu ihrer vollen Tiefe sauber und frei sein. Die Sprengringe müssen hier satt einrasten und sich in ihrer Nut drehen lassen, dann sitzen sie richtig. Drittens, die Lagersitze mit den neuen Lagern qualitativ prüfen, ob sie nicht aufgeweitet sind. Mit den neuen Lagern prüfen wir, ob die Lagersitze nicht schon zu weit sind. Die Außenringe dürfen hier nicht ohne ein Erwärmen des Gehäuses mit der Hand eingedrückt werden können, denn sie haben ja einen Presssitz. Lässt sich ein Lageraußenring mit den Fingern in seinen Sitz einschieben, ist der Sitz geweitet. Solange der Außenring kein Spiel hat, das heißt, man kann auch keinerlei Kippen des Außenrings in seinem Sitz fühlen, dann kann er bei der Montage noch mit dem Lagersitzkleber eingeklebt werden. Fühlt man aber ein Kippen oder hört ein Geräusch, wenn man den Außenring in seinem Sitz zu kippen versucht, dann muss das Gehäuse zu einem Motorinstandsetzer, der die Lagersitze ausbuchst und wieder auf das korrekte Maß bringt. Wenn sich zuvor schon einmal ein Außenring im Lagersitz mitgedreht hat, erkennt man deutlich Reibflächen im Lagersitz oder im krassen Fall auch Materialausrisse. Unsere Lagersitze sehen alle gut aus und die Lageraußenringe lassen sich nicht mit bloßen Fingern in ihren Gehäusesitz schieben. Viertens. Gewinde mit einem Gewindefertigschneider nachfahren, um sie zu reinigen oder bei Bedarf auch nachzuschneiden, wenn sie schwergängig sind.
Wenn das alles okay ist, schneiden wir alle Gewinde nach und reinigen sie bei diesem Arbeitsgang auch gleichzeitig. So sind wir sicher, dass die Gewinde im Gehäuse in Ordnung sind und wir die Schrauben nachher beim zeitkritischen Zusammenbau der warmen Gehäusehälften schnell und ohne Probleme einsetzen und mit dem korrekten Drehmoment vorgespannt bekommen. Verschmutzte, schwergängige Gewinde führen beim Zusammenbau zu ungleichmäßigem Anpressdruck der Dichtflächen und in der Folge zu Undichtigkeiten oder sogar zum Verzug der Gehäusehälften. Die Gewinde der Zylinderstehbolzen waren im Zylinderkopfbereich bei mir vermurkst. Hier reicht kein Nachschneiden mehr. Die Stehbolzen müssen ersetzt werden. Um die Stehbolzen herauszuschrauben, können zwei Muttern gegeneinander gekontert werden und man dreht dann an der inneren Mutter den Stehbolzen einfach heraus. So die Theorie. Wenn das nicht klappt, weil das Bolzengewinde im Gehäuse festgegammelt ist oder ein Bastler vor uns die Gewinde eingeklebt hat, dann hilft nur noch das Anwärmen des Gehäuses. In einem Fall hat das bei mir auch nicht gereicht, weil das Gewinde außen schon so vermurkst war, dass die Kontermuttern nicht mehr gehalten haben. Nach dem Anwärmen habe ich dann den Stehbolzen in den Schraubstock eingespannt und vorsichtig das Gehäuse gedreht. Zum Glück löste sich das Gewinde und der Bolzen ist dabei nicht abgerissen. Da ist er. Vor dem Einsetzen neuer Stehbolzen werden auch deren Gehäusegewinde tief genug nachgeschnitten und gereinigt, bis sich die neuen Stehbolzen leicht eindrehen lassen. Ich setze sie hier mit einer mittelfesten Schraubensicherung, zum Beispiel mit Loctite 243 ein. Nicht, weil sie sich durch Vibrationen lösen könnten, sondern damit sie sich nicht leichter ausdrehen lassen, als sich die Zylinderkopfmuttern vom oberen Gewinde abdrehen. Sonst dreht man unter Umständen später beim Lösen der Zylinderkopfmuttern gleich den ganzen Stehbolzen unabsichtlich mit heraus. Fünftens, Axialspieleinstellung der Kurvenwalze und Prüfung der Freigängigkeit des Führungsbolzens der Schaltgabeln zwischen den Gehäusehälften. Mit fertig vorbereiteten Gehäusehälften können wir uns jetzt daran machen, die Getriebemontage selbst vorzubereiten. Als erstes stellen wir die Axialluft der Kurvenwalze im Gehäuse mittels Probemontage ein. Diese Probemontage der Gehäusehälften mit der Kurvenwalze dazwischen wird in Dirk Wildschreis Buch leider überhaupt nicht erwähnt. Aber sie ist Thema im IFA-Reparaturhandbuch. Wo man sie unter dem Oberbegriff 3.3 Verschleißuntersuchungen im Unterkapitel 3.3.3 Gehäusedichtungen nicht unbedingt suchen würde. Zum Einstellen des Axialspiels benötigt man entweder verschieden dicke Anlaufscheiben für die Kurvenwalze oder man distanziert die Kurvenwalze mit zusätzlichen Distanzscheiben so unter der obersten Anlaufscheibe aus, dass sich das Soll-Axialspiel von 0,3 mm ergibt. Wichtig ist es vorher zu prüfen, ob die Anlaufscheibe, die außen zu liegen kommt und mit der die Kurvenwalze im Gehäuse anlaufen wird, auch eine möglichst große Fläche bietet. Eine zu schmale Auflage würde im Betrieb schneller ins weiche Alugehäuse einlaufen und damit das Spiel unzulässig vergrößern. Das, was ich hier von Ost-Zweirad als sogenannte Anlaufscheibe geliefert bekommen habe, war viel zu schmal und nicht zu gebrauchen. Da habe ich dann lieber die alte Scheibe wieder verwendet und darunter mit dünnen Ausgleichsscheiben das Spiel justiert. Die Kurvenwalze läuft in der linken Gehäusehälfte mit ihrer dicken Seite direkt in der dafür gespindelten Gehäusesenkung und wird nur über die schmale Seite über dem kleinen Zahnrad ausdistanziert. Hier kommen die Scheiben drauf, wie gesagt, mit der größten nach oben. Deshalb legen wir die Kurvenwalze in die linke Gehäusehälfte ein. Daneben sollte auch wenigstens einmal
der dünne Führungsbolzen für die Schaltgabeln mit seiner Anlaufscheibe zur Probe mit eingesetzt werden. Ich hatte die Absicht, alle Anlaufscheiben zu erneuern und entsprechende Scheiben bei Ost-Zweirad bestellt. Aber bei der Erstmontage erwies sich die neu gelieferte Anlaufscheibe für diesen Führungsbolzen als zu dick, sodass der Führungsbolzen durch die Gehäusescheiben eingeklemmt wurde. Dieser Führungsbolzen benötigt auch ein paar Zehntel Axialspiel, auch wenn das nicht ausdrücklich festgelegt ist und auch nicht eingestellt werden muss. Aber klemmen darf er natürlich nicht. Deshalb habe ich auch hier, wie bei der Kurvenwalze, meine alte Scheibe sicherheitshalber wiederverwendet. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man hier eine Mitteldichtung aus Papier zwischen den Gehäusehälften verwenden will oder nicht. Ich habe keine verwendet, weil das eigentlich auch nicht vorgesehen ist. Möchte man diese aber zum Beispiel als Distanzausgleich nutzen, weil man völlig vermackte Gehäusedichtflächen um mehrere Zehntel Millimeter hat abziehen müssen, dann müssen die hier gezeigten Probemontagen für die Axialspielmessungen natürlich auch mit der Papierdichtung zwischen den Gehäusehälften erfolgen. Wie gesagt, die Kurvenwalze wird mit ihrer oben aufgesetzten Anlaufscheibe in die linke Gehäusehälfte eingesetzt. Der Führungsbolzen mit seiner Anlaufscheibe kommt daneben und dann wird die rechte Gehäusehälfte darüber aufgesetzt. Mit dem Führungsbolzen ist das ein wenig Fummelei. Die obere Gehäusehälfte in die Kurvenwalze und den Führungsbolzen einzufädeln. Wenn alles sitzt, ziehen wir die Gehäusehälften mit mindestens 3 Schrauben, ca. 120 Grad versetzt zueinander über der Getriebeseite zusammen, damit die Dichtflächen mit leichtem Druck aufeinander liegen. Jetzt kann man durch die Öffnungen ins Getriebegehäuse hineinfingern und die Kurvenwalze auf und ab bewegen. Man hört es klackern, wenn sie Spiel hat. Das gleiche gilt für den Führungsbolzen. Bewegt sich eines der beiden Teile nicht, dann sind sie entweder durch eine falsche Montage verklemmt oder die Anlaufscheiben sind zu dick. Das Spiel der Kurvenwalze lässt sich auf der anderen Seite des Gehäuses messen, indem man eine Messuhr auf die Unterseite der Kurvenwalze aufsetzt und deren Anschlag misst, wenn man die Walze auf und ab bewegt. Die Messung lässt sich natürlich auch mit dem Tiefenmaß einer Schieblehre durchführen, das ist nur etwas fummeliger. Nach einigen Probemontagen, in denen man sich dem Sollwert sukzessive nähert, bekommt man ein Gefühl dafür, wie sich das Klackern von 3/10 Spiel anhört im Vergleich zu 2/10 oder 4/10. Ziemlich genau 3/10. Jawohl, so kann er bleiben. 6. Aufheizversuche mit den Heizpilzen an den verschiedenen Lagergrößen. Bei der Montage des Getriebes muss zunächst die linke Gehäusehälfte angewärmt werden, um die Außenringe in ihren Sitz schieben oder leicht treiben zu können. Wenn die Getriebewellen in die Innenringe der Lager eingesetzt werden, müssen die Lagerinnenringe der Kugellager ebenso erwärmt werden. Die Kugellagerinnenringe dürfen nicht deutlich über 120 Grad warm werden, sollten aber schon ca. 100 Grad Celsius erreichen, damit sich die Wellen leicht einsetzen lassen, ohne dass Druck auf die Lager ausgeübt werden muss. Meine Versuche, die Temperatur mit einem Infrarotthermometer zu messen, erwiesen sich als viel zu unsicher. Die Messposition war zu ungenau, man wusste nie, ob man jetzt die Innenringtemperatur oder doch den Käfig mit den Kugeln daneben gemessen hatte. Außerdem variiert das Messergebnis stark mit dem Reflexionsgrad der Oberfläche, den man am Gerät vorher einstellen muss. Diesen kennt man aber nicht sicher genug. Deshalb bin ich auf die prinzipielle Methode von Herrn Wildschrei zurückgekommen, habe sie nur etwas verfeinert. Statt zu spucken, tropfe ich mit einem ausrangierten Medikamententropffläschchen gezielt einzelne Tropfen Wasser auf die Innenringplanfläche,
Wenn der Tropfen dann zischend verdampft, hat das Metall hier über 100 Grad Celsius erreicht. Damit ich die Innenringe nicht überhitze, mache ich Anwärmversuche mit den auf rund 300 Grad Celsius mit der Heizplatte aufgeheizten Heizpilzen. Wenn die Pilze heiß sind, lege ich sie in verschiedener Weise auf oder in die Innenringe und prüfe nach rund 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten oder 3 Minuten, wann ein Wassertropfen zischend verdampft. Am besten klappte das Erhitzen mit aufgelegter Stirnfläche eines möglichst großen Heizpilzes auf den Innenring. Hier hatte der Innenring nach ca. 30 Sekunden über 100 Grad Celsius erreicht. Für die verschiedenen Lagergrößen ergaben sich auch unterschiedliche optimale Aufheizverfahren und Zeiten. Die brauchbaren Ergebnisse werden selbstverständlich protokolliert und dienen als Handlungsvorgabe, wenn es ernst wird, mit der Montage der Lager in die Gehäusehälften. Auch die Methode, wie ich am besten die Gehäusehälften warm bekomme, probiere ich vorher aus. Der erste Anwärmschritt ist das Aufheizen auf der Elektroplatte und dann werden die überstehenden Gehäuseteile noch mit dem Brenner gut nachgewärmt, damit die Gehäusehälfte möglichst lange die Wärme hält. 7. Werkzeugbereitstellungsliste und Arbeitsablaufprotokoll erstellen für den zeitkritischen Zusammenbau mit erwärmten Gehäusehälften. Die Montage des Getriebes in die linke Gehäusehälfte, danach den Einbau der Kurbelwelle und das Aufsetzen der rechten Gehäusehälfte müssen einer eng getakteten Montagechoreografie folgen, damit die jeweils aufgeheizte Gehäusehälfte die erwärmten Lagerinnenringe, die gekühlte Kurbelwelle sowie der gekühlte Kurbelwellenlageraußenring ihre Temperaturdifferenz nicht verloren haben, bevor der ganze Montagevorgang sauber abgeschlossen werden konnte. Wenn man nicht regelmäßig MZ-Motoren montiert, ist das tatsächlich nicht einfach. Schnell ist was vergessen oder man verliert unnötig Zeit, weil man ein Werkzeug holen muss oder etwas nicht so klappt, wie es sollte. Deshalb ist die Vorbereitung darauf für alle, die dies, wie ich hier, zum ersten Mal machen, von essentieller Bedeutung für den Erfolg der Motorreparatur. Nachdem mir aus dem Studium des IFA-Reparaturhandbuchs und den Beschreibungen in Dirk Wildschreis MZ-Schrauberbuch klar war, wie die Montageschritte aufeinander folgen müssen, habe ich mir einen zweistufigen Ablaufplan selbst geschrieben. Aus dem Ablaufplan folgt dann, welche Werkzeuge ich bereitlegen muss, um diese Arbeiten zügig ohne Zeitverlust durchführen zu können. Hier sind auch die Werkzeuge berücksichtigt, die man eventuell braucht, wenn man ein Lager nicht so rein bekommt, wie man es sich vorstellt, und man hier etwas nachhelfen muss. Denn wenn was bei der Montage mit den aufgeheizten Gehäusehälften richtig klemmt und man verliert zu viel Zeit, um das Problem zu lösen, ist die Gehäusehälfte zu weit abgekühlt und die sich bereits berührenden Lageraußenringe haben sich zu stark angewärmt. Dann geht gar nichts mehr und man muss alles wieder mit Wärme auseinandertreiben. Dabei kann es sein, dass man die Lager- und die Wellendichtringe beschädigt und wieder neu kaufen muss, bevor man es noch einmal versuchen kann. Das wollen wir natürlich unbedingt vermeiden und lernen deshalb vorher die Abläufe anhand der Liste regelrecht auswendig. Bei dieser akribischen theoretischen Vorbereitung wird einem nebenbei auch klar, dass man die Getriebewellen und den Schaltautomaten bereits vormontiert bereit liegen haben muss und dass man die Sprengringe schon in die Gehäusehälften einsetzen sollte, bevor es mit dem Anwärmen der jeweiligen Gehäusehälfte wirklich losgeht. Man muss auch nicht alles auf einmal montieren, sondern man kann und sollte als Anfänger auch unbedingt nach dem Einsetzen des Getriebes in die linke Gehäusehälfte die Arbeit unterbrechen, bevor man sich in den Einbau der Kurbelwelle und der Hochzeit der beiden Gehäusehälften begibt. Diese Montage in 2 getrennten Arbeitsschritten durchzuführen, erleichtert meines Erachtens die Montage sehr und hilft, viele Fehler von vornherein zu vermeiden.
Ich empfehle, meine Werkzeug- und Ablauflisten nicht einfach zu übernehmen, sondern sich seine eigenen Notizen zu machen. Dabei geht man gedanklich die Vorgänge viel intensiver durch, als wenn man sich fremde Spickzettel kopiert. Es ist am Ende wie früher in der Schule. Fremde Mitschriften haben einem da auch nichts geholfen. Man muss sich selbst bemühen, es selbst entwickeln und durchdenken, wenn man es im Test aktiv fehlerfrei drauf haben wollte. Nach so viel Vorbereitung sollte jetzt einer erfolgreichen Montage nichts mehr im Wege stehen. Die zeigen wir dann im nächsten Video. Grüße von Oskar.